you know? I feel like now I have permission to... I think it's insulting that you are trying to test my knowledge of economics and the decisions that this president has made. People start to swirl rumors that there's an issue with you and Barack. There are moments when I was resentful. There were moments when I was mad. There were moments when I didn't feel. I can't understand a word he said. It's a accent that's a little bit tough for me to hear. How about you, Liz? Go ahead. Michelle Obama hat sich endlich geäußert. Und sie hat sich nicht zurückgehalten. Vor laufenden Kameras und vor einer nervösen Menge wies die ehemalige First Lady die jüngsten Behauptungen von Caroline Leavitt zurück und nahm sogar Donald Trump selbst aufs Korn. War dies der brutalste Takedown des Jahres? Kommentieren Sie 1, wenn Michelle zu weit gegangen ist, oder 0, wenn sie absolut recht hatte. Lasst uns aufschlüsseln, was wirklich passiert ist. Revealed that she stresses to her and former President Barack Obama's daughters, Malia and Sasha, the importance of saying no. I want them to start practicing now the art of saying no. Yes. Because I see it in them. Bevor wir weitermachen, drückt den Gefällt mir-Button und abonniert die Seite, denn das wollt ihr euch nicht entgehen lassen. Caroline Leavitt stolziert auf die politische Bühne, als würde sie für die Rolle der Discount Sarah Palin vorsprechen, bewaffnet mit Pressemitteilungen, vorgefertigtem Patriotismus und dem feurigen Selbstbewusstsein von jemandem, der einen Wikipedia-Artikel über die Verfassung überflogen hat. Wenn Ignoranz eine Supermacht wäre, würde Caroline in einem Magerumhang um die Freiheitsstatue kreisen und verlangen, dass die Bill of Rights in Comic Sans umgeschrieben wird. I'm now regret giving a question to the Associated Press. Does anyone have any questions for Patty or for me? No? I have a question. No. Anybody? Okay. We'll see you all later. You're a reporter. You should find out. Go find another job whose interests you align with. You don't have to go home, but you can't stay here. I think Governor Walz unfortunately is living a sad existence after his devastating defeat on November. Und gerade als man dachte, der republikanische Zirkus könne nicht noch lauter werden, kam Michelle Obama, die wandelnde Meisterklasse darin, wie man eine politische Karriere mit Anmut, Eloquenz und Fakten zum Scheitern bringt. Michelle hat Leavitt nicht einfach nur zurückgeklatscht. Sie hielt eine vollwertige Ivy League-Dissertation, verpackt in einem Seitenblick und gespickt mit genug Subtext, um Shakespeare vor Neid erblassen zu lassen. Most of life is just ordinary. You know, you got to learn how to be happy alone. You got to be happy a little bored. You got to be happy when things are hard. You got to learn how to be satisfied when you failed and things don't go your way, because all of that keeps you getting up. Michelle ist nicht nur irgendeine ehemalige First Lady. Sie ist eine kulturelle Abrissbirne, gekleidet in Perlen und Absätzen. Sie ist die Frau, die Gemüsegärten cool gemacht hat und es geschafft hat, 8 Jahre im Weißen Haus zu leben, ohne ein einziges Mal strafrechtlich verfolgt zu werden oder weiße Rassisten zu retweeten. Man stelle sich das vor. Worry about who liked me and who thought I was cute when I was your age. I wouldn't be married to the president. Folglich kam Michelle nicht ins Schwitzen, als Caroline Leavitt beschloss, eine sarkastische Bemerkung zu machen, mit den Fingern zu wackeln und ihre beste Nachahmung einer Praktikantin bei Fox News zu geben, die Sarkasmus entdeckt hatte. Im Gegenteil, sie tat das, was Legenden tun. Sie durchwühlte den Müll ohne zu zögern. Sie packte den Schaden aus, den eine auf leeren Köpfen basierende Politik angerichtet hatte, und kümmerte sich sofort wieder um ihr wachsendes, skandalfreies Imperium, als hätte sie einfach eine Stubenfliege weggepustet. Leavitt war darauf natürlich nicht vorbereitet. Sie kam mit Schlagwörtern und ging mit einer rhetorischen Ohrfeige, die so sauber war. Sie hat das Potenzial, in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen zu werden. Michelle brauchte nur einen einzigen Blick auf Leavitts politisches Kostüm zu werfen, um mit der Art von Taktgefühl zu antworten. Die schreit, Schatz, wenn du erwachsen bist. President Trump will participate in a National Day of Prayer event where he will invite Americans of all faiths across the country to join him in asking for God's continued blessings over our great country. I was one of those wives who thought, I'm taking you to marriage counseling so you can be fixed, Barack Obama, because I was like, I'm perfect. I was like, Dr. X, please fix him. Seien Sie ehrlich zu mir. Sie ist wie eine Karikatur eines Politikers. Aber niemand versteht den Witz. Und in typischer Trump-Weltmanier glaubt sie,
dass das Brüllen in ein Mikrofon und das Beherrschen der Lips irgendwie mit einer legislativen Agenda verbunden ist. Carolines politisches Drehbuch liest sich, als sei es von einem Twitter-Troll geschrieben worden. In der Zwischenzeit ist Michelle hier drüben, lässt Wissensbomben fallen und erinnert alle daran, dass der öffentliche Dienst keine Performance-Kunstproduktion sein soll, die von meinem Kopfkissen finanziert wird. Es sollte keine Überraschung sein, wenn es eine Sache gibt, die Michelle perfektioniert hat. Dann ist es Anmut in der öffentlichen Rede und das Vermeiden von Verwicklungen. Michelle wollte es nicht unkontrolliert über ihre Lippen kommen lassen, denn sie wollte es nicht aus ihrem Mund gleiten lassen. Sie bietet harte Fakten und bewahrt dabei ein angenehmes Auftreten, sodass man vergisst, dass man gerade verbal zerfetzt wurde. Weil man so brillant ist sie dieselbe Frau, die, während Melania Schwierigkeiten hatte, sich zu erinnern, wo sie war. Die Amtseinführung von Donald Trump ohne einen bedauernden Blick verließ? Slowenien geht zu Ende und Florida beginnt. Wahrscheinlich war Michelle zu Hause, trug Yogahosen, trank Tee und dankte dem Universum. Es war nicht nötig, dass sie das politische Äquivalent einer Schulversammlung ertrug, die von Verschwörungsgläubigen abgehalten wurde. In einer späteren Erklärung stellte Michelle klar, dass es sich nicht einfach um ein Terminproblem oder einen spontanen Wellness-Tag handelte. Oh nein. Es ging darum, die geistige Gesundheit eines Einzelnen über die Demütigung der Nation zu stellen. Als ein Mann, der die letzten 5 Jahre damit verbracht hatte, den Geburtsort ihres Mannes zu erforschen, versuchte, sich als Führer auszugeben und sie nicht gnädig lächeln wollte, war sie nicht in der Lage, dies zu tun. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass die Amtseinführung von Donald Trump nicht ganz Hamilton war. Es waren keine A-Promis anwesend, also war es eher ein Feuerfest der Politik. Das Einzige, was geschah, war ein Streit unter den Zuschauern, der so schrecklich war, dass sich diejenigen, die an die Mondlandung glaubten, bestätigt fühlten. Es gab keine Gnade. Michelle blieb nicht weg, weil sie nachtragend war, sondern weil sie die uralte Kunst, Nein zu sagen, vollkommen perfektioniert hat. Etwas, das Frauen, insbesondere schwarzen Frauen, nur selten erlaubt ist, ohne als hart, wütend oder hochnäsig bezeichnet zu werden. Aber für Michelle ist es zu einer Kunstform geworden. Sie lehnte die Einladung mit einer Kraft ab, die selbst das Personal des Geheimdienstes in seinen Stiefeln zittern lassen würde. Okay, das macht Sinn. Hard thing for me to do. I had to basically trick myself out of it, and it started with not having anything to wear. Sie hat auch eine der am meisten untersuchten Ehen in der Geschichte der Vereinigten Staaten aufrechterhalten, ohne sie in eine Reality-Show zu verwandeln. Erinnern Sie sich noch daran, wie die Boulevardpresse völlig durchdrehte, als Michelle sagte, dass es Momente gab, in denen sie Barack einfach nicht ertragen konnte? So wie ein normaler Mensch es nicht erträgt. Wenn eine Socke in der Wäsche verschwindet oder ein Kollege ein Treffen um 5 Uhr nachmittags anberaumt, tat Michelle nicht so, als würde sie nicht ein falsches Grinsen aufsetzen oder einen TikTok-Tanz zur wilden Liebe aufnehmen, während ihre Ehe in die Brüche ging. Sie sagte nicht, was gesagt werden musste, nämlich dass die Ehe eine Arbeit ist, bei der man seinem Seelenverwandten manchmal in den Nacken treten möchte und dass echte Liebe schwer zu erreichen ist. Man muss jemanden nicht immer mögen. Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass sie das Passwort für Netflix nicht ändern, wenn sie es versäumen, die Schüssel abzuladen, während sie in der Zwischenzeit eine Live-Action-Version des Spiels, rate mal, wer unglücklicher ist, spielen. Ihre Körpersprache glich eher der von 2 Fremden, die auf einem Foto festgehalten wurden, als der eines Präsidentenpaares. Andererseits sollten wir die Ehe der Obamas in Frage stellen. Going to do this thing, I gotta tell my team, I don't even want to have a dress. Michelle hat alles mitgemacht, auch öffentliche Kritik, Bigotterie und Verschwörungstheorien. Obwohl der Film wegen seiner heftigen Knallerei kritisiert wurde, erhielt er dennoch mehr Zustimmung als die meisten Hallmark-Weihnachtsfilme. Sie hat es nicht nur bis ins Weiße Haus geschafft. Währenddessen pflanzte sie Grünkohl im Garten und baute den Geist des Gebäudes wieder auf. Als Caroline Levitt anfängt, sich bei Red Bull politisch zu äußern, verhält sie sich wie die Präsidentin einer Schülervertretung. Das Niveau wird von Michelle angehoben, die sich von der Situation nicht beeindrucken lässt und ihre Stimme nicht erhebt. Levitt, Gott segne sie, hat den Eindruck, dass sie eine Anführerin ist, weil sie weiterhin Trumps größte Hits singt, als wäre es ein mager Karaoke-Abend. Sie ist der Meinung,
dass der Aufschrei gegen die Abschaffung der Kultur wichtiger ist als zum Beispiel die Forderung nach einer Gesundheitsversorgung. Andererseits ist Michel aber auch ehrlich. Es geht nicht darum, die Kontrolle über seine Rivalen zu übernehmen, um ein Anführer zu sein. Verantwortung ist nicht gerade ein Wort, das in Trumps engstem Kreis häufig verwendet wird. Aber es geht darum, an dieser Stelle die Verantwortung zu übernehmen. Lassen Sie uns einen Moment lang über die betreffende Person sprechen. Der einzige Präsident, der die Verfassung jemals so betrachtet hat, als wäre sie auf der Rückseite einer Müsli-Packung aufgedruckt, ist Donald Trump, der derzeitige Präsident. Als wäre er ein Waschbär auf Adderall, waren seine Entscheidungen weniger exekutiv als vielmehr impulsiv, wie bei einem Kind mit einem Smartphone. Er twitterte nachts um 3 Uhr geheime Ansichten und beschimpfte Nationen, die als beleidigend galten. Er verwandelte das Weiße Haus in einen Zirkus, der mit Wi-Fi ausgestattet war. When I was resentful, there were moments when I was mad, there were moments when I didn't feel like I got enough attention. They look at me and Barack and go, #couple goals, you know, and I'm like, it's hard for us too. Sie wurde Zeuge, wie er eine Pandemie vermasselte, Zwietracht schürte und Bleichmittel zu einem Trendthema machte, während er ihr riet, mehr zu lächeln. Michel musste ruhig dasitzen, während er jahrzehntelange Arbeit zerriss, als wäre sie eine Serviette mit schlechter Handschrift. Sie ging jedoch nicht in die Luft, sie wartete ab. Nachdem sie die Situation sorgfältig kalkuliert hatte, ließ sie das Chaos über sich ergehen wie ein ruhiger Tornadoflüsterer. Und dann wartete sie auf den perfekten Moment. Michel schimpft nicht, sie teilt mit. Und als sie sich gegen Caroline Leavitt und die Maga Junior Volleyballmannschaft wandte, schlug sie nicht einfach zurück. Sie schlug mit Worten zurück. Die Hertha trafen als eine Vorladung in Mar-a-Lago. Sie schlug mit Worten zurück, die härter als eine Vorladung sind. Am Ende ließ sie den Vorhang für die gesamte Show fallen. Sie erinnerte die Nation daran, dass es kein Beispiel für Führungsstärke ist, wenn man Amerika auf Twitter an die erste Stelle setzt, während man echte Amerikaner leiden lässt. Sie erinnerte die Nation auch daran, dass performativer Patriotismus nicht dasselbe ist wie Fortschritt. Narzissmus mit roter Krawatte und die Tatsache, dass junge, konservative Sprachrohre Trumps Argumente wiederholen, ohne etwas von der Materie zu verstehen, sind nichts anderes als künstliche Echokammern mit Instagram-Filtern. We'll start to swirl rumors that there's an issue with you and Barack. There were moments when I was resentful. There were moments. So I know a lot about what's going on, and what keeps me up are the things that I know. The war in the region, in too many regions. Ich verrate Ihnen jetzt den Clou. Michel nimmt ihre Kritik nicht persönlich. Sie hat einen systemischen Charakter. Die Tatsache, dass Leavitt eine junge und ehrgeizige Frau ist, macht sie nicht wütend. Im Vergleich zu der Ansammlung menschlicher Fossilien im Kongress ist Michel eine junge Frau, die ihre Ziele erreichen will, auch wenn sie noch jung ist. Ihre Frustration rührt von einem Mangel an echtem Ehrgeiz und prahlerischem Selbstvertrauen her. Die Tatsache, dass Einzelne ohne Vorbereitung, ohne Demut und ohne Verständnis für die Position, die sie zu besetzen versuchen, die Arena betreten, ist ein Beispiel für Mittelmäßigkeit. Weder die komische Art zu regieren, die Trump an den Tag legt, noch Carolines kostümierte Interpretation des Konservatismus sind die einzigen Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das Konzept dreht sich um die Tatsache, dass Mittelmäßigkeit, auch wenn sie sich in Nationalismus hüllt, dennoch ein Mikrofon bekommt. Es geht um die Standards, die wir gesenkt haben. Und darum, dass Michels bloße Anwesenheit weiterhin eine Herausforderung für die Art von Politik darstellt, die vom Lärm lebt. Als Alternative zur Subtilität wird sie sich weiterhin zu Wort melden. Sie wird weiterhin darauf bestehen, dass falsche Zeremonien nicht übersprungen werden sollten. Sie wird falsche Patrioten anprangern. Und sie wird alle daran erinnern, wie Führung aussieht, wenn sie von Empathie und nicht von Wut geprägt ist. Denn in einer Welt, in der Caroline Leavitt in Echokammern schreit und Donald Trump in seinen eigenen Spiegel spricht, brauchen wir unbedingt Michelle Obama, die gelassen und unerschüttert bleibt und bereit ist, Rückschläge in Fallstudien zu verwandeln. The president has also restarted construction of his signature advanced border wall. More than 85 miles of new border barrier are already in various stages of construction and planning. Sie ist eine Ein-Frau-Widerstandsbewegung, trägt Perlen, einen Poweranzug und eine Haltung, die schreit, ich habe genug von diesen albernen Vorsprechen für die Tyrannei. Michelle Obama ist nicht nur ein Symbol für Schönheit und Intelligenz. Sie ist auch eine Figur des Widerstands.
Die Menschen schenken Michelle Aufmerksamkeit, wann immer sie spricht. Wenn sie zum Beispiel Caroline Leavitt zuhören, ist die Hälfte des Publikums völlig ahnungslos, was sie zu sagen hat, während die andere Hälfte einfach nur dabei ist, um eine politische Zugkatastrophe in Zeitlupe zu erleben. Nein, in dem Maße, wie die Schwerkraft die Planeten beherrscht Michelle die Aufmerksamkeit. Sie öffnet ihre Lippen und ganze Echokammern werden von Leistungsangst ergriffen. Finden Sie es nicht auch toll, wie Caroline und ihre politischen Freunde den Begriff Elitismus so verdrehen, als wäre er ein Schimpfwort? Falls die Tatsache, dass sie wortgewandt, gebildet und nicht zu Wutanfällen neigend sind, sie vorsichtig macht. In der Zwischenzeit drängen sie hier draußen Menschen, die Schwierigkeiten mit Geografie, Geschichte und grundlegendem menschlichen Einfühlungsvermögen haben. Michelle ist in der Lage, eine Müsli-Schachtel zu lesen und sie wie die Magna Carta aussehen zu lassen, während Caroline kaum in der Lage ist, den Raum selbst zu lesen. Als die Dinge am Tiefpunkt waren, ist Michelle nicht nur hoch aufgestiegen. Sie baute ein komplettes Penthouse in der Stratosphäre, schuf eine Bibliothek und hieß alle willkommen, die es satt haben, von Clowns in Geschäftsanzügen beherrscht zu werden. Sie muss nicht schreien. Sie muss keinem Trend folgen. Sie spricht in ganzen Sätzen mit Satzzeichen. Und aus irgendeinem Grund wird das allein schon als bahnbrechend angesehen. Criticism, like people couldn't believe that I was saying no for any other reason, that they had to assume that my marriage was falling apart. Right. You know? It's like, while I'm here really trying to own my life and intentionally practice making the choice that was right for me, and it took everything in my power to not do the thing that was right or that was perceived as right, but do the thing that was right for me. Noch komischer ist die Tatsache, dass Caroline Leavitt weiterhin mit diesem selbstgefälligen Lächeln herumläuft, als ob es ihr gelungen wäre, den politischen Code zu entschlüsseln. Stattdessen hat sie nur die Schummelcodes wiederholt, die in Trumps Ego-Simulator gefunden wurden. Das Problem ist, dass der Algorithmus, den Trump verwendet, zusammenbricht. Und im Gegensatz zu Michelle, die aus einer echten Notlage kam und erfolgreich ihre Glaubwürdigkeit aufgebaut hat, kommt Caroline aus der konservativen Meme-Fabrik und sie glaubt, dass es dasselbe ist, 5-mal pro Woche auf Fox News aufzutreten. Als hätte man das Sagen. Michelle ist nicht deswegen hier. Sie ist sich bewusst, dass jedes Mal, wenn jemand wie Caroline so tut, als sei Politik nichts weiter als ein TikTok-Trendkampf, sie damit zeigt, dass sie nicht hier ist. Der Haufen von Ablenkungsmanövern und Hundepfeifen, mit denen ein anderes, eigentliches Thema verschleiert werden soll, wird begraben. Sie hat erlebt, was passiert, wenn Lautstärke mit Führung verwechselt wird und wenn Stil mit Inhalt verwechselt wird. Sie ist sich bewusst, was passiert, wenn diese beiden Dinge passieren. Obwohl viele ihre Kompetenz, ihre Hingabe und sogar ihre Menschlichkeit in Frage stellten, war sie gezwungen, im Weißen Haus sitzen zu bleiben. Sie arbeitete weiter und lächelte dabei. Trotzdem hielt sie Vorträge, die Berge zum Schmelzen bringen und ganze Nationen revolutionieren konnten. In der Zwischenzeit wird Caroline auf MSNBC mit einem schwierigen Thema konfrontiert, auf das sie reagiert, als handele es sich um einen verfassungsrechtlichen Notfall. Ich denke, das ist dieselbe Person, die von diesem Podium aus mehrmals gesagt hat, dass der Oberbefehlshaber geistig und körperlich für die Aufgabe bereit sei. Was wir wussten, dass es eine Lüge war. Viele Menschen in diesem Raum wussten, dass es eine Lüge war. Viele von ihnen wurden ermahnt, weil sie Fragen zu dieser Wahrheit gestellt haben. Wenn es also um Wahrheit und Transparenz geht, geht diese Regierung, geht das Weiße Haus mit gutem Beispiel voran. Der Präsident beantwortet viel mehr Fragen als sein Vorgänger Joe Biden. Die Stärke, die Michelle besitzt, stammt nicht von Schreiduellen. Die Quelle dieser unbezwingbaren Entschlossenheit ist die stählerne Beharrlichkeit, der stille Unwille, der Mittelmäßigkeit das letzte Wort zu überlassen, wie Sprüche auf Autoaufklebern. Die Fähigkeit, Kauderwelsch zu reden, ohne auch nur die Stimme zu erheben, ist eine bemerkenswerte Fähigkeit. Das liegt daran, dass Michelle es nicht für nötig hält, ihre Worte von den Dächern zu schreien, wenn sie etwas zu sagen hat. Es hallt nach und es kommt an. Es bleibt haften. Caroline und Trump spielen sich weiterhin als Retter eines Landes auf. Man kann sie kaum begreifen. Michelle ist nicht nur hier draußen und erinnert die Menschen daran, was es heißt, ein anständiger Mensch zu sein, wie Würde aussieht und was die Demokratie braucht, sondern sie wirbt auch für die Demokratie.
In jedem Fall sollten wir die wahren Anführer nicht übersehen. Es wurde behauptet, dass Präsident Trump vertrauliches Material wie Pokémon-Karten aufbewahrte und dass er fälschlicherweise glaubte, dass es sich bei Parteigeschichten um militärische Geheimnisse handelte. Während sie Bestsellerbücher schrieb, gründete Michelle auch Stiftungen, die den Menschen wirklich helfen. Die anderen zögern, an die Öffentlichkeit zu gehen, ihre Gedanken zu ändern und den Lauf der Geschichte zu verändern, weil sie sich hinter Anwälten und Zeugenaussagen verstecken. Es hat weniger mit mir persönlich zu tun als mit der Welt, in der wir leben. Es gibt so etwas wie zu viel Wissen. Und wenn man mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten verheiratet ist, der alles über alles in der Welt weiß, dann ist das manchmal einfach so. Neben Caroline, solange sie noch irgendwo ist, hält sie den Vortrag über den Virus des erwachten Geistes, als wäre er ein Evangelium, in Unkenntnis der Tatsache, dass die Mehrheit der Amerikaner sich mehr Sorgen um die Bezahlung ihrer Miete macht, als um das Anrufen von Kretze. Letztendlich braucht Michelle Obama nicht zu schreien. Das hatte sie noch nie nötig. Stattdessen überlässt sie das Reden einfach ihrer Bilanz und ihren Belegen, während Caroline Leavitt diejenige ist. Die redet. Ihr Politikstil ist von Grund auf wütend und theatralisch. Und der Vorhang wird bald fallen. Sie hat soeben eine Lektion von jemandem erhalten, der noch nie schreien musste, um gehört zu werden. Denn wenn man Recht hat, hallt die Wahrheit von selbst wieder. Was denken Sie? War es richtig, dass Michelle Obama sich jetzt zu Wort meldet? Oder ist dies nur ein weiteres politisches Machtspiel? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar. Liken Sie, wenn Sie schockiert waren. Und vergessen Sie nicht, für weitere brisante Momente wie diesen zu subscriben.